Hallo, in dieser Videoserie über die besten Kopfrechentricks zeige ich euch heute, wie man erkennt, ob sich eine Zahl ohne Rest durch eine andere Zahl teilen lässt. Im Anschluss könnt ihr das dann an einer App selber ausprobieren. Los geht's! Eine Zahl lässt sich ohne Rest durch 2 teilen, wenn die letzte Ziffer gerade ist, also eine 0, 2, 4, 6 oder 8 ist. Beispiel: 358 ist ohne Rest durch 2 teilbar, 457 aber nicht. Eine Zahl ist durch 3 teilbar, wenn ihre Quersumme durch 3 teilbar ist. Quersumme heißt, dass wir die einzelnen Ziffern der Reihe nach addieren. 5 plus 3 plus 7 gibt zusammen 15. 15 ist durch 3 teilbar, also ist auch 537 durch 3 teilbar. Falls ihr bei dieser Quersumme nicht ohne weiteres erkennt, ob sie durch 3 teilbar ist, lässt sich dieses Verfahren auch wiederholen. Beispiel: 5875, die Quersumme ist 24. Wenn man wissen will, ob 24 durch 3 teilbar ist, nehmen wir wieder die Quersumme davon. Die ist 6, das erkennt man sofort, dass es durch 3 teilbar ist. Also ist auch 5875 durch 3 teilbar. Hat man eine sehr große Zahl, muss man gar nicht alle Ziffern addieren, sondern wir können alle durch 3 teilbaren Ziffern und auch die Zifferngruppen, die sich durch 3 teilen lassen, einfach streichen. Zum Beispiel hier diese 6 können wir wegstreichen, die müssen wir gar nicht erst addieren. Diese 3, die 9. Hier haben wir eine 12, das ist eine durch 3 teilbare Gruppe, können wir streichen. Und 7, 7, 7, 3 gleiche Ziffern hintereinander lassen sich immer durch 3 teilbaren, können wir auch streichen. Und dann bleibt nur übrig, dass wir die 5 und die 4 addieren. 9 ist auf jeden Fall durch 3 teilbar, also ist auch diese Monsterzahl 5.600.000 und so weiter durch 3 teilbar. Eine Zahl ist durch 4 teilbar, wenn die letzten beiden Ziffern durch 4 teilbar sind. Das ist hier der Fall. Also können wir mit diesem Trick ganz leicht erkennen, dass das Jahr 2036 ein Schaltjahr ist, denn es ist durch 4 teilbar. Und im Jahr 2044 wird es eine Olympiade geben, wenn nichts dazwischen kommt. Eine Zahl ist durch 5 teilbar, wenn die letzte Ziffer eine 0 oder eine 5 ist. Das ist ganz einfach. Eine Zahl ist durch 6 teilbar, wenn sie durch 2 und durch 3 teilbar ist. Denn eine durch 6 teilbare Zahl muss ja sowohl den Teiler 2 als auch den Teiler 3 enthalten. Also schauen wir nach der letzten Ziffer, die ist gerade, sie ist durch 2 teilbar und die Quersumme ist 18, also ist auch die ganze Zahl durch 3 und somit durch 6 teilbar. 7 machen wir später. Achtung, die 8. Eine Zahl ist durch 8 teilbar, wenn die letzten 3 Ziffern durch 8 teilbar sind. Das ist hier der Fall. Wenn man das nicht sofort erkennt, dann kann man auch diese Zahl erstmal durch 2 teilen, gibt 208, nochmal durch 2 teilen, gibt 104. Und wenn diese Zahl nochmal durch 2 teilbar ist, und das erkennt man ja leicht daran, dass die letzte Ziffer gerade ist, dann wissen wir, 416 ist durch 8 teilbar und damit auch die ganze Zahl 17.416. Eine Zahl ist durch 9 teilbar, wenn die Quersumme durch 9 teilbar ist. Auch hier können wir bei solchen Monsterzahlen wieder den Trick machen, dass wir nicht alle Ziffern addieren müssen, sondern wir können die Nullen, die Neunen und alle durch 9 teilbaren Zifferngruppen streichen. Also hier diese Nullergruppe können wir schon mal streichen, diese 9. Hier sehen wir eine 63, die durch 9 teilbar ist. Hier eine 18 ist durch 9 teilbar. Es bleibt nur noch die 5 und die 4 zu addieren. Quersumme 9 ist teilbar, also ist auch diese Monsterzahl teilbar. 10 ist wieder ganz einfach, da muss nur die letzte Ziffer eine 0 sein. 11 ist wieder spannend. Eine Zahl ist durch 11 teilbar, wenn die alternierende Quersumme durch 11 teilbar ist. Was ist eine alternierende Quersumme? Das heißt, wir addieren die Ziffern auf, aber immer mit abwechselnden Vorzeichen. 2 minus 3 gibt minus 1. Plus 1 gibt 0, minus 8 gibt minus 8, plus 0 bleibt, minus 3 gibt insgesamt minus 11. Minus 11 ist durch 11 teilbar, also ist auch 231.803 durch 11 ohne Rest teilbar. Wow!
Eine Zahl ist durch 12 teilbar, wenn sie durch 3 und durch 4 teilbar ist, denn das sind die beiden Teiler der 12. 828 ist auf jeden Fall durch 4 teilbar, weil die letzten beiden Ziffern durch 4 teilbar sind. Und die Quersumme ist 18, die ist durch 3 teilbar, also ist alles durch 12 teilbar. Achtung, es wird jetzt immer ein bisschen komplizierter. Die 13. Eine Zahl ist durch 13 teilbar, wenn die alternierende Dreierquersumme durch 13 teilbar ist. Alternierende Dreierquersumme. Das bedeutet, wir teilen diese Zahl in Dreiergrüppchen auf. 3 Ziffern hier, 3 Ziffern da. Und alternierende Quersumme heißt, dass wir die erste Gruppe minus die zweite Gruppe rechnen. Wenn wir noch eine dritte Gruppe hätten, wäre das dann wieder ein Plus, wegen alternierend. Also hier haben wir 156 minus 26 gibt 130. 130 sieht man leicht, das ist durch 13 teilbar. Also ist auch die ganze Zahl durch 13 teilbar. Uiuiuiui. So, jetzt kommen wir zur 7, die wir vorhin übersprungen haben, weil die ein bisschen kompliziert ist. Aber Achtung, das kriegen wir hin. Eine Zahl ist durch 7 teilbar, wenn Folgendes stattfindet. Wir trennen zuerst die letzte Ziffer ab, die 2. Dann verdoppeln wir diese Ziffer, 4, und ziehen vom Rest ab. 543 minus 4 gibt 539. Ist dieses Ergebnis durch 7 teilbar, dann ist auch die ganze Zahl durch 7 teilbar. Wenn man hier nicht erkennt, ob 539 durch 7 teilbar ist, dann wiederholen wir diesen Vorgang. Wir trennen die letzte Ziffer ab, die 9, verdoppeln, 18, ziehen es von der 53 ab, Rest ist 35, 35 sieht jeder, das ist durch 7 teilbar, also ist 5432 durch 7 teilbar. So, das Schwerste haben wir jetzt geschafft. Alle weiteren könnt ihr euch leicht selbst überlegen. Bei der 14 lautet die Regel einfach, eine Zahl ist durch 14 teilbar, wenn sie durch 2 und durch 7 teilbar ist. Die Regeln für 2 und 7 kennt ihr, könnt ihr selber machen. Entsprechend überlegt euch eine Regel für 15 und so weiter. Und diese ganzen Regeln könnt ihr dann an einer App ausprobieren, die ich euch unten verlinkt habe. Viel Spaß beim Üben. Tschüss!